Man wusste es damals, Mitte der 2000er Jahre, durchaus zu schätzen, als Ubisoft ab Die Siedler 5 aufbrach, die einzige deutsche Kultmarke mit ganz wilden neuen Konzepten erst zu entfremden und danach in der Belanglosigkeit verschwinden zu lassen, dass zumindest Fanatics, dieses kleine deutsche Studio von ehemaligen Blue Byte-Mitarbeitern, das Konzept von Die Siedler 1 und 2 mit 2 gelungenen Fortsetzungen fortführen durfte. Um Die Siedler soll es heute aber gar nicht gehen, sondern um das Nachfolgespiel von Fanatics selbst, welche ohne die Markenrechte trotzdem die Reihe fortsetzten, was viele von euch wahrscheinlich gerade zum ersten Mal hören und daher nie gespielt haben. Daher blicken wir heute auf den geheimen, unehelichen Stiefbruder von Die Siedler 2 zurück, Valhalla Hills. No. Hold on for a moment. Eric, please stay in character. Can you do that for me? You're a warrior in our game. You know, a fierce, tough guy. I am a warrior. Fighting is tough. You need guts. When we go outside, we know that we might not come back. Yes? But I'm temperate like steel. There's nothing I wouldn't take on, be it wild beasts, Yes? ice demons. And what about the huge mountains? What? Mountains? Ja, im Kern der Geschichte von Valhalla Hills geht es darum, dass Odin sauer ist, möchte jetzt die Wikinger nicht mehr zurück nach Asgard lassen. Ihr Leben lang haben sie tapfer gekämpft, sind am Ende ehrenvoll gestorben, wollen zurück nach Valhall, dort Orgien feiern, Feste feiern, Met trinken. Ja, und dann stehen sie da vor dem Tor von Asgard, klopfen an und keiner lässt sie rein. Ja, richtig dumm gelaufen. Nachdem Blue Byte Ende der 90er Jahre durch diverse Flops zunehmend in Schieflage gerät, verlassen die Siedler-Veteranen Thomas Friedmann, Thorsten Kneisel und vor allem Thomas Häuser, die allesamt vorher für Die Siedler 2 verantwortlich waren, das Unternehmen und gründen mit Fanatics ihre eigene Firma. Deren Erstlingswerk hatte dann auch gleich indirekt wieder mit Die Siedler zu tun. So entstand mit Catan, die erste Insel, die erste PC-Auskopplung des Brettspiels Die Siedler von Catan, welches nach einem verlorenen Rechtsstreit mit Ubisoft seit 2015 nur noch schlicht Catan heißt. Fanatics ist aber heute nicht nur für Die Siedler bekannt, sondern hatte mit der Cultures-Reihe eine ganz eigene ähnliche Serie hervorgebracht, welche zwar nie so erfolgreich war, aber trotzdem heute noch viele Fans hat und mittlerweile als gute Smartphone-Ports für ein paar Euro erhältlich ist. Das Erbe von Cultures wird später nochmal wichtig, denn auch viele Ideen, die hier etabliert wurden, hatten es in Valhalla Hills geschafft, um das es heute ja eigentlich gehen soll. Es war ein Land so fruchtbar und reich, als würden die Götter selbst dort wohnen. Jedenfalls, um diese kleine Vorgeschichte zu Ende zu bringen, erhielt man Mitte der 2000er Jahre die naheliegende Aufgabe, einen Port für das einst von ihnen zu großen Teilen selbst mitentwickelte Die Siedler 2 in einer neuen 3D-Engine zu verwirklichen. Ubisofts verzweifelter Versuch, nach dem gewaltigen Shitstorm um Die Siedler 5 die Wogen zumindest ein bisschen zu glätten. Daraus resultierte zum einen 2006 Die Siedler 2, die nächste Generation, welches ein Jahr später mit einem Wikinger-Add-on bedacht wurde, sowie das komplett abgedrehte, aber sicher nicht schlechte Die Siedler Aufbruch der Kulturen in 2018. Schottische Kultstätte um 1000 vor Christus. Bayerische Kultstätte um 5 vor 12. Ich meine, wer erinnert sich nicht? Das Seefahrervolk der Bajuwaren stellt aus Bier und Fleisch Bierschinken her, während die Minen stilecht mit Brezeln beliefert werden. Oh Mann. Ab hier, ganze 7 Jahre später, nachdem man sich in allen möglichen Bereichen der Videospielindustrie ausprobiert hatte, wollte man noch einmal back to the roots und einen geistigen Nachfolger ihrer beiden Siedler-Spin-Offs mit einer gehörigen Prise Cultures verwirklichen. Dabei heraus kam dann, ohne die Siedler-Lizenz, Valhalla Hills. Ein Strategiespiel der alten Schule, welches sich zwischen dem gerade verschobenen und dann später eingestellten Siedler 8, ihr kennt den Teil heute oder auch nicht, als Champions of Anteria und das ebenfalls hart kritisierte Anno 2205 schob. Also eigentlich zu genau der richtigen Zeit erschien. Ein Leben lang streben die Wikinger nach Ehre, um nach ihrem Tod mit Gottvater Odin in Valhall zu speisen und zu feiern. Aber in jüngster Zeit ist Odin genervt und nicht in der Stimmung, dahergelaufene Möchtegern-Helden zu empfangen.
Schuld daran ist sein jüngster Sohn Leko. In Valhalla Hills spielt ihr den Gott Leko, der lieber Gebäude baut, als sich stilecht mit den anderen Wikingern in Valhalla zu besaufen. Weil das Daddy Odin aber überhaupt nicht gefällt, verbannt er Leko kurzerhand zur Erde und verschließt, beleidigt, für alle anderen Wikinger die Tore nach Valhalla gleich noch mit. Die irritierten Wikinger finden das aber natürlich gar nicht toll und nehmen deshalb kurzerhand den Fußweg nach Valhalla, den Berg hinauf. Womit eigentlich auch schon alles zur Story gesagt Wollen ist. sie sich Odin als würdig erweisen und den Weg zurück nach Asgard wagen. Hinauf auf die Valhalla Hills. Ihr baut dementsprechend in jeder Mission ganz Siedler-like zu Beginn über Holzfäller und Sägewerk eine kleine Wikingersiedlung auf und schickt zum Ende hin eure Wikinger den Berg hinauf, auf dessen Reise sie natürlich von allerlei Tieren und Monstern gestört werden. Hat ein Wikinger das Tor nach Valhalla erreicht, ist die Karte gewonnen und beginnt dann auf einer neuen von vorne, in welcher ihr dann aber ein weiteres Gebäude oder eine weitere Wirtschaftskette freigeschaltet habt. Übrigens ist mir jetzt auch klar, wo Pioneers of Pagonia sein semi-gutes Kampfsystem her hat. Denn dieser Mist mit dem Fokuspunkt und dem darauffolgenden Kampfgeschehen, auf welches man dann absolut keinen Einfluss mehr hat, gab's schon vorher hier. Valhalla Hills ist im Grunde ganz solide und ein Spiel für zwischendurch, hat aber natürlich auch Schwächen. So ist die Wikinger-KI oft nicht die beste, weswegen Waren nicht so von A nach B transportiert werden, so wie ihr das eigentlich geplant hattet. Außerdem ändert sich am allgemeinen Spielprinzip nichts. Es geht immer nur darum, den Berg zu erklimmen und das Tor nach Valhalla zu erreichen, während ihr dafür eure Siedlung Stück für Stück weiter skaliert. Wer also den Reiz aus einem Siedlerspiel am reinen Bauen und Optimieren von Warenketten zieht, der ist hier an sich gut aufgehoben. Wem hingegen die hier nicht vorhandene ATS-Komponente oder das Spielen gegen andere Völker wichtig ist, für den ist Valhalla Hills hingegen gar nichts. Übrigens könnt ihr Valhalla Hills mittlerweile recht günstig ausprobieren, denn bei meinem Partner Instant Gaming kostet der Siedler 2 Erbe tatsächlich nur noch einen lächerlichen Euro. Das kann man für den Preis eigentlich blind mitnehmen. Und das Spiel erhielt später noch 2 Add-ons, welche das Konzept mit einer Wüstenlandschaft und einem Vulkan um 2 Biome samt passender Gegner erweiterten, blieb aber ein finanzieller Misserfolg, den am Ende zu wenige kauften. Dementsprechend war's das dann mit Fanatics, die 2018 die Studioschließung bekannt gaben und zu InnoGames wechselten. Was bleibt, ist aber ein durchaus kurzweiliger Siedler-like Citybuilder der alten Schule, welchen man sich vor allem als Siedler-Fan ruhig mal anschauen darf. Man sollte sich auf Valhalla Hills freuen, weil es mal wieder was Neues ist, aber trotzdem so klassische Elemente hat. Weil es einfach eine einmalige Mixtur ist momentan. Weil es wirklich was Frisches ist in dem Szenario, es Spaß macht über viele Karten hinweg. Weil wir viel Freude und viel Liebe und viel Aufwand reingesteckt haben. Und eigentlich, weil es wirklich ein gutes Spiel ist. Ja, und weil bei Valhalla Hills die ganzen Karten immer wieder zufällig und neu generiert werden, ist es vom Prinzip her ein Endlosspiel.